Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Eigentlich sollte das ein Video sein, was nur mit Musik untermalt ist, aber als ich mal wieder Schwierigkeiten hatte, GEMA-freie Musik zu finden, dachte ich mir, ich kommentiere es einfach mal und erzähle euch ein bisschen was dazu. Also, ich habe ja nun eine ganze Weile nicht mehr gepurt, dadurch, dass ich mit Ostereierfräsen beschäftigt war und einen kleinen Ausflug in die Welt der Alkoholtinte gemacht habe. Mehr oder weniger erfolgreich, habt ihr ja vielleicht an meinen Videos gesehen. Aber umso mehr hatte ich jetzt wieder Lust, ein wenig mit Farbe rum zu experimentieren. Vor Ostern hatte ich mich ohne Kamera ein bisschen mit dem Einsatz von Silikon beschäftigt, habe so verschiedene Tests durchgeführt und festgestellt, dass ich bei meinen vergangenen Bildern immer viel zu viel Silikon benutzt habe und ich eher die Bilder mag, wo die Zellen nur so partiell auftauchen, dass nicht alles voller Zellen ist. Und um das Ganze jetzt zu forcieren, hatte ich mir überlegt, dass ich zwei Techniken miteinander kombiniere. Das heißt, dass ich erst eine Farbschicht ohne Silikon mit Flipcups erstelle und dann mit dem Trichter die Farbe, die Silikon enthält, gezielt in dieses dadurch entstandene Muster injiziere. Die ursprüngliche Idee zu dem Bild war eigentlich, dass die Flipcups nur aus Schwarz und Weiß bestehen, sodass dann schöne Grautöne entstehen. Kurzfristig habe ich mich dann aber doch dazu entschlossen, noch das Gelb mit hinzuzunehmen. Was generell die Farbauswahl angeht, diese ist erst zufällig entstanden, weil ich hier komplett mit Restfarben pure. Daher kann ich hier auch keine genauen Angaben zu den Farben machen, da teilweise ein Farbton aus verschiedenen Farben entstanden ist, die ich zusammengemischt habe. So, jetzt aber mal dazu, was ich hier bisher gemacht habe und noch machen werde. Da meine Leinwand zu groß für nur einen Flipcup ist, habe ich mich für 4 Flipcups entschieden, die ich auf der Leinwand verteilt habe. Da ich keine großen Farbflächen, sondern eher einen Marmoreffekt mit vielen Schattierungen haben möchte, bin ich, nachdem ich die Flipcups ausgekippt habe, noch mit dem Becher durch die Farbe gegangen. Beim Verteilen der Farbe sehe ich zu, dass ich nicht zu viel Farbe von der Leinwand kippe, damit ich noch eine ausreichend dicke Farbschicht habe, in die ich dann später mit dem Trichter die Silikonfarbe injizieren kann. Nochmal deutlich, in der Farbe, die ich jetzt gerade auf der Leinwand verteile, befindet sich kein Silikon, aber wie zu sehen war, habe ich mit Hilfe der Spritze, in der sich Silikon befindet, jeder Farbe außer Weiß Silikon hinzugefügt, die ich gleich in den Trichter kippen werde. Für das Hinzufügen von Silikon benutze ich jetzt immer eine Spritze mit Kanüle, weil dann die Tropfen wesentlich kleiner sind und ich besser dosieren kann. Ich habe je nach Farbmenge 3 bis 4 dieser Mini-Tropfen der Farbe hinzugefügt. Allerdings rühre ich das Silikon erst kurz bevor ich die Farbe verwende unter, weil das Silikon ja immer wieder nach oben steigen würde und ich so eine bessere Verteilung des Silikons habe. Hier fülle ich die Farbe in den Trichter ein, habe dabei auch keine bestimmte Reihenfolge, im Gegenteil sehe zu, dass sie sich auch ein wenig vermischen, damit ich hinterher mehrfarbige Zellen erhalte. So, und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich das nächste Mal besser machen möchte. Eigentlich wollte ich nur einmal dem Muster entlang fahren, um das Marmormuster der Flipcups so wenig wie möglich zu zerstören und die Farbe halt nur da leicht injizieren. Aber habe am Anfang irgendwie nicht geschnallt, dass wenn ich mit dem Trichter direkt an der Leinwand lang fahre, da gar keine Farbe rauskommt. Das ist mir leider erst zu spät aufgefallen, weshalb ich dann nochmal durchfahren musste, aber ich denke, so wild ist es dann doch nicht. Und am Ende ist das Ergebnis so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also hier ist es mir dann aufgefallen, dass ich den Trichter leicht anheben muss, damit überhaupt Farbe rauskommt. Um das Silikon mit der Farbe nach oben zu bringen und die Zellen dadurch zu aktivieren, gehe ich jetzt mit dem Brenner über die Flächen, wo ich die Silikonfarbe injiziert habe, rüber und man sieht recht schön, wie die Zellen da dann auch entstehen. Dabei ist zu sagen, dass genau das der Punkt ist, was ich so faszinierend am Puren finde. Dass man nicht davon ausgehen kann, dass irgendetwas, nur weil man es sich so vorstellt, genauso funktioniert, wie es funktioniert. Aber wenn es dann mal klappt, dann ist es sowas von befriedigend und erzeugt so ein Glücksgefühl, dass man gar nicht auf die Idee kommt, langfristig damit aufzuhören. Und auch die tausenden Fails und Rückschläge gerne in Kauf nimmt. Genug geschwärmt, jetzt zurück zum Bild. Zum einen möchte ich die Zellen noch etwas größer haben, weshalb ich die Leinwand hin und her kippe, und zum anderen bin ich mir bewusst,
dass viel zu viel Farbe auf der Leinwand ist und es wahrscheinlich Tage dauert, bis es trocknet. Und so versuche ich ein bisschen abzukippen, kann mich aber von keinem Part dieses Bildes wirklich trennen. Weshalb ich dann am Ende die lange Trockenzeit dann doch in Kauf nehme und einfach darauf hoffe, dass es genau so trocknet, wie es jetzt aussieht. Damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich blende euch hier nochmal ein Foto des getrockneten Bildes ein und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!